Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Vampyr. In der letzten Folge wollten wir ja mit Tom reden. Das werden wir jetzt machen. Good evening, Tom. Good evening, sir. How are you tonight? Back to the docks, are we? You remember me then? Of course I do. You're that man who seemed so lost when he entered my bar a few nights ago. Thank you for your hospitality. I'm Jonathan Reid, by the way. I'm still Tom Watts. Welcome back, Stimmt, Tom. hier hatten wir das erste Mal Dr. Swansea gesehen. Über diesen Teil der Stadt. What can you tell me about this part of town? It's not that bad. Thanks to people like the sad saint of the East End. Who? Sean Hampton, our own private holy figure. Few are foolish enough to make peace with the gangs. Sean is one of them. Wie können Sie diesen Ort geöffnet lassen? How is it you can keep this place open? This part of town doesn't seem particularly safe. Well, since everybody needs a drink, my pub is considered neutral ground by most groups. Viele Meinungen? Since I'm here, is there anything I can do? Well, perhaps, Doctor. Peace partly depends on my stock of gin. With the epidemic, my supplies are running low. How could a physician help you in this matter? I have a small Gin holen. warehouse just past the quarantine line. Perhaps, with you being a doctor, you could go there and come back? Doctors aren't immune to disease, you know. Very well. Show me where it is. I'll see what I can do. Oh, thank you, sir. Here's the key to get in. You're about to save many dry throats. Nice. Wir haben den Schlüssel. Viele Meinungen. So you get pressure from all sides about how this place should be run, do you? Or something like that. Nothing that a few wise words and a bottle of gin can't solve. You're something of a figurehead around here. I'm only pouring alcohol for everyone to forget their troubles. Sean Hampton is the one giving them long-term hope. Hemden. Aber es wäre cool, wenn man sich auch Alkohol kaufen könnte hier, oder? Als Spieler. Why does your waitress feel in danger working on the docks? This part of town is dangerous for all, but for women it's worse, as always. Sabrina is a brave girl, but she can't help feeling in danger. Do you think she has good reason to feel this way? Are you not worried about her safety? Of course I am. The truth is, she's tougher than me deep inside. She just has to learn to control it. Ist ja klar. Sabrina scheint ihnen sehr zugetan. Sabrina seems very fond of you, Tom. I like her too, I really do. I know I'm her boss, and I'm much older and all. But I like her, for sure. What is bothering you, then? Sabrina is an angry one. She wears it like a coat. I'm not sure I can make her shed that anger. It hurts to see her like that. Okay. Ich dachte, da wäre nochmal mehr Dialog hinter. Aber wir wissen ja jetzt, dass halt dass er auch Sabrina mag. Wie wär's, wenn die gemeinsam wären? Alter spielt hier keine Rolle. Tom, I need to find Sean Hampton as quickly as possible. I've been told you could help me. I heard the sad saint was recovering at Pembroke Hospital. Did he leave or something? Dazu den Schäfchen zurückgekehrt. I believe he returned to his flock. Can you confirm that? Oh, I bet you're right. Sean can't help but worry about the poor and sick. Oh, I guess it has something to do with what happened to him as a baby. Please, tell me. Well, I don't like to gossip, but I heard that the sad saint was abandoned as a baby in front of a Catholic orphanage in Dublin. That would explain his faith and need to help everyone. Und ich sag auch noch zuvor, also gehört er zu den Katholiken, oder besser gesagt, er ist in der katholischen Kirche, weil ich das zuvor mit dem Priester gelesen habe. Und zack, er wurde in ein katholischen Waisenhaus ausgesetzt. In The Dublin. important thing is I find him quickly.
Why not try his night asylum? He takes care of those who need a meal or a roof there. Where is it? It's in an old warehouse, northwest of here. Just follow the bank to the west and go north when you reach the end of the pier. Ja, perfekt. Dann haben wir ja schon mal die Information zu ihnen. Goodbye, Mr. Watts. So, und dann haben wir hier noch Perhaps I should shut the turkey. den Herrn hier. Good evening, sir. Whatever. Don't you recognize me? We met a few nights ago. Don't take it personally. I spent a lot of energy forgetting what I did the night before. Yes, you had definitely drunk too much then as well. I'm Dr. Jonathan Reid. I'm Dyson Delaney. I'll try to remember you. This time. Ihr Leben in London. Was machen Sie What do you do beruflich? for a living, Mr. Delaney? I drink. I drink in the morning and at noon. I drink at night. And then I drink some more. Warum trinken Sie so Why do you viel? drink so much? Maybe it's because I prefer dying slowly. Death can be so abrupt. Personally, I like to see mine coming at my own pace. You sound very sad, sir. That's because I am Doc. Arbeiten Sie Don't überhaupt? you work at all? I'd love to, but I don't have the time. Didn't I tell you? Drink in the morning and at noon. I drink at night. Er trinkt rund um die Uhr. Mögen Sie etwas an diesem Is there Bezirk? anything in particular that you like about this part of town? Except for the cheap drinks, I mean. How dare you say such a thing? I love this neighborhood. So friendly, so joyful. Also gibt es keinerlei Grund zur Freude? No reason at all to rejoice, then? Life is hopeless and then we die, is that it? Let me tell you a story. Gut, fahren Sie fort. All right. Go on. A few years ago, when I believed a resolute man could change things around here for good, a tragedy occurred nearby. What kind of tragedy? It was a bomb. Bomb that exploded and killed many people. Metal and blood everywhere. Shouts, fire, broken window of the shoe shop, the torn street light. You lost people you loved that day, didn't you? I've lost everything. But you know what the worst part is? I don't even remember where it happened. I've drunk so much to forget it, and now I can't remember where it was. I can't pay my homage to the dead. I'm sorry, Mr. Delaney. It's okay. If you ever find the place, just leave a flower for me there. Even if you tell me where it is, I'm not sure I'd memorize it. Oh, Is there anything in particular that you like about this part of town? Except for the cheap drinks, I mean. How dare you say such a thing? I love this neighborhood. So friendly, so joyful. also gibt es keinerlei Grund zur Freude? No reason at all to rejoice, then? Life is hopeless and then we die, is that it? Let me tell you a story. Die Geschichte haben wir doch schon mal Another gehört. time, perhaps. I'm not sure I want to hear another sad story. Is there anything in particular that you like about this? Ja, das ist ja wieder der Dialog, aber jetzt können wir mal eben das andere How dare anklicken. you say such a thing? I love this neighborhood. So friendly, so joyful. Why are you so cynical? Cynicism is the polite way to express despair, Doctor. Ja, perfekt. Dann haben wir ja alles in diesen Reiter hier. Persönliche Fragen. Hatten Sie als junger Mann Träume, Surely you must have had dreams, genügend Gin zu saufen? expectations when you were young, like everybody else. Sure, I wanted things to change. To really change, and to change for good. The bigger the dream, the harder the fall. Sie waren damals ein Idealist? Sounds like you were an idealist, which is honorable. No, sir. I was an anarchist and I believed that exclusive property is a robbery in nature. I wanted a new world to rise from the ashes, Dr. Reid.
Finden Sie die Welt wirklich so schlecht? Do you really think the world is that bad? No, I believe we all can choose to make it better. But most of us are too weak, too corrupt and too guilty. I failed for sure, but others will come. Ja, perfekt, dann haben wir das. Erzählen Sie mir von Ihrer Jugend als Anarchist. I want to know more about your past as an anarchist, Dyson. I'm still an anarchist, Doctor, make no mistake. I just reject violence as a tool to change the world, unlike my comrades. Haben Sie noch Kontakt zu Ihren Do Kameraden? you still see your comrades, then? Even if you don't agree with their methods anymore, I mean. No. I hope they'll come to share my point of view one day. I'll raise my glass to that splendid idea. Glauben Sie an eine friedliche Do you Revolution? believe in a bloodless revolution, then? I do not believe in much anymore, Doctor. But I'll admit I like your idea of peaceful change. I like it a lot. So, dann wollen wir mal nach Sean Hampton fragen. I'm looking for Mr. Sean Hampton. Do you know where I could find him? I really don't know. I heard he'd been abducted. I don't know if he's back. Who could tell me, then? About the sad saint? I'll try asking Tom what's about him. Ja, der hat auch wieder an Mr. Delaney? Tom verwiesen. Tom hatten wir schon gefragt. Bei ihr haben wir jetzt auch keinen Dialog mehr frei, Still denke ich. working at this hour. That's what I call dedication. Nee, haben wir nicht. Goodbye, Miss Cavendish. Sie ist eine nette. Dann gehen wir mal hier weiter. Poor Jack. He did Suchen wir doch mal hier. Vielleicht. Hier hatten wir damals Dings gefunden. Dr. Swansea. Hatten wir da gefunden. Oder sind wir da das erste Mal begegnet? So, wir wollen natürlich hier schön plündern. Alles, was wir hier finden, bringt uns weiter. It's locked. Natürlich ist die Tür verschlossen. So, gut. Dann haben wir das alles hier. Mit Ihnen hatten wir in der letzten Folge geredet. Gehen wir mal weiter. Es sind die... Ja, wir waren hier schon mal. Ganz am Anfang. Das ist es ja. Hier mal ein bisschen rumgucken. Wir haben hier aber auch noch... Das sind Unterschlüpfe. Ja, das ist die Questreihe. Aber wir haben doch... Ich will hier gar keine Markierungen mit F. So, aber hatten wir nicht irgendwie eine Information bekommen, wo wir hin sollten, wegen den Djinn? Wir sollten doch Djinn holen, oder? Meine ich. Naja, finden wir bestimmt noch nebenbei. Seems like the guard at Freeman is on Hampton's trail too. So, der ist hinüber. Gib mir mal ein bisschen Blütchen her.
Mir mal ein bisschen Blut hier. Sterben werde ich hier nicht. So, nun. Gib mir noch Blut. Jawohl. Auch das haben wir. Mit einem Flammenwerfer hat er ziemlich viel Schaden angerichtet hier, ne? So ist das hier. The wounds on this corpse are deep, the result of rabid rage. If this is Sean's doing, he's become a murderous beast. Oh, aber die haben nichts fallen gelassen, leider. Weiter geht's. Da hatten wir mal wieder so einen kleinen Bossfight. Das war schon interessant. Eine zu den Teil. Weil, ja, längere Zeit ja mal keiner wieder war. Wir haben auch was bekommen. Weil hier die Waffe. Die verdammt schlecht ist. Mit 40 Schaden. Da ist die hier noch besser mit 45. Hier hat eine geringere Feuerrate. 40 Schaden. Naja. Also gibt Besseres, ne? Türen gehen hier nicht auf. Schade. Dann müssen wir hier weitergehen. Und dort kam ja. Also geht es hier los. Suchen wir mal hier noch mal ein bisschen ab. Wir wollen ja noch Loot mitnehmen. Umso mehr Loot, umso besser. Man kann also nicht schwimmen gehen. Tag. Gibt mir natürlich hier This poor Informationen. man has just been slaughtered by a vampire. The body's still warm. Double Kill. Gib mir mal ein bisschen Blütchen. Kann das gebrauchen, danke. Habe ich wirklich einen Double Kill gemacht? Das ist doch geil. Naja, durchsuchen wir hier mal die Gegend. Nice, hier sind noch mal wieder Munition. Und hier kamen wir. Sind wir aber ziemlich schnell darauf gerannt, weil wir gesehen haben, die sind am Kämpfen. Die Ablenkung wollte ich mitnehmen. So. Natürlich, hier ist wieder ein Ghoul. Der ging aber schnell zu Neige. Wir werden auch ein bisschen kräftiger in letzter Zeit, ne? Müssen auch mal gucken, wann wir dann irgendwann die Skills verbessern können. Es gibt so viele gute Skills, die man auf jeden Fall verbessern möchte. Kann er nicht hochspringen?
scheißen wir ihn doch mal zur Neige. Blut. Gut, da kommt noch einer. Hier hinten. Hier. Das hat er nicht kommen sehen. Hey, mal schön das Blut mit abzapfen. Jetzt gerade benötige ich ja kein Blut mehr. Aber es gibt hier so viel zum Entdecken und ich will eigentlich alles mitnehmen. Das ist es wieder. Dead inside. Bis man die erstmal so bewusstlos geschlagen hat. Wieso habe ich eigentlich da den Dolch drauf? Auf meiner Offhand? Ich wollte ja nicht den Dolch da, ich wollte die Keule drauf haben, weil es effektiver ist. Schön hier looten, looten, looten. Ich will aber da auch noch mal gucken, dass wir da vielleicht noch eine bessere Waffe für bekommen. Besseren Knüppel. Zum bewusstlos schlagen, weil schon effektiver dann. Heilige erstmal aussaugen. Mann, Mann, Mann. Ich dachte auch, er wäre der Stärkste. Ich habe mir aber die eigentlich schon etwas stärker vorgestellt mit dem Kreuz, ne? Bürger und Vaterland brauchen Sie. Schließen sich die britischen Truppen an und helfen Sie unseren tapferen Jungs an der Front. Das sind natürlich wieder diese Nachrichten, die haben wir schon des Öfteren gelesen. So. Was haben wir hier noch? Hier ist noch ein offenes Haus. Notunterkunft. Da sollten wir ja, glaube ich, auch hin. Mann, Mann, Mann. Ist ja schlimmer, als gegen Vampire zu kämpfen. Wieso macht er sich's nicht einfacher und haut selber ab, bevor ich ihn töte? Das sind halt hier die Soldaten, ne? Okay, jetzt sind wir wieder hier an diesem Punkt. Hier oben drauf waren wir ja zuvor schon einmal. Und nicht auf dieser Seite. Meine ich. Ich glaube, wir haben hier so gut wie alles gelootet.
Und ich hoffe, wir haben auch genügend Zeug, damit wir unsere Sachen dann einfach mal verstärken können. Oder mal gucken, vielleicht können wir auch beim nächsten Händler, der was Waffen verkauft, mal eine bessere Waffe kaufen. Eine, die noch schneller Leute betäubt. Oder besser gesagt zu Boden wirft. Damit wir die schneller austrinken können. Mitteilung vom Privien. Von Befehlsstand der Wache von Privien. Dog patrouillieren. Betreff Vampyr-Jäger. Schwindler meiden. Einige unserer Späher haben in der Nähe der East End Docks vor kurzem die Anwesenheit eines gewissen Ichabod Throckmorton festgestellt. Wahrscheinlich seht ihr ihn nachts in der Gegend patrouillieren und behaupten, er sei ein Vampir-Vernichtungsexperte. Der Mann ist ein Schwindler, nicht einmal ein richtiger Betrüger, weil er sich seine Arbeit von niemandem bezahlen lässt. Aber er hat offensichtlich keine Ahnung, wovon er spricht. Wenn er je gemeinsam mit euch auf die Jagd gehen oder zusammenarbeiten will, weist ihr ihn ab und lasst ihn ziehen. Im Kampf mit einem Blutsauger taugt dieser Mann höchstens als Beute. Ist sehr gemein, oder? Ich finde das schon gemein. Ich meine, jeder möchte halt sein Bestes da tun und tja, es ist halt nicht jeder der Beste. Ich meine, die Wachen von Privien, die sterben auch eine nach der anderen. Sind auch nicht gerade die Besten. Ich wette mit euch, dieser Mann, der was da genannt wird, der kann halt ein bisschen mehr als die Wachen von Privien. Aber ich würde sagen, das werden wir alles in der nächsten Folge dann weiter erkunden. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.